Ich werde jetzt einen Freund anrufen. Der ist Geschäftsführer in einem Verein, in dem sich Anwälte ehrenamtlich für illegale Einwanderer engagieren. Du hast 92 Punkte, das ist... Mehr als Daniel und Helena. Ehrlich gewesen wärst, dann wärst du mit Daniel aufs Konzert gegangen. Ich bin nicht so stark. Ich habe meine Grenzen und meine Grenzen sind jetzt erreicht. Bitte gehen Sie. Ich möchte nicht, dass Sie mich so sehen. Bitte. Es ist nicht meine Art, mich von geschäftlichen Dingen aus der Bahn werfen zu lassen. Aber die Sache mit meinem Enkel, alles bricht zusammen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Sein Prozess steht bald an. Ja, ich habe 10 Jahre Uruguay überlebt. Sie wissen es selbst, wie es ist, im Gefängnis zu sein. Der Gedanke, dass er das vielleicht auch durchmachen muss. Timo wird es besser gehen als Ihnen oder mir. Vielleicht muss er ja gar keine Haftstrafe antreten. Er wäre in einem Alter, wo die Weichen für sein zukünftiges Leben gestellt werden. Ich habe mir damals abends immer glückliche Erinnerungen ins Gedächtnis gerufen, um nicht verrückt zu werden. Nicht zu vergessen, dass es da draußen noch eine ganz andere Welt gibt. Wie hat er denn die Untersuchungshaft überstanden? Er hat sämtlichen Lebensmut verloren. Wie konnte ich Tanja nur vertrauen? Ich hätte wissen müssen, dass sie meinen Enkel verrät. Vielleicht hilft es ja, wenn ich mal mit ihm rede. Das wird sie tun. Der Asylverein hat den heutigen Termin mit Emilio abgesagt. Was? Wieso das denn? In Venezuela gibt es keinen Bürgerkrieg und Emilio wird auch nicht aus ethnischen oder religiösen Gründen verfolgt. Sie können ihm nicht helfen. Das heißt, Sie werden ihn so oder so ausweisen? Wirklich. Tut mir leid. Danke. Tschüss. Ist mal wieder typisch. Der Spaß ist vorbei und alle verdrücken sich. Wer darf aufräumen? Ihr. Ja, zum Glück ist das ein Klassikkonzert mit Sitzplätzen. Na, ich meine ja so aus orthopädischen Gesichtspunkten betrachtet. Kommen Sie einer Frau niemals mit Orthopädie, wenn es um Schuhe geht, Herr Doktor. Außerdem hast du gerade gesagt, dass du die Teile sexy findest. Ja. Deswegen will ich ja auch wieder mit dir. Okay, unter diesen Aspekten wäre ich bereit, sie wieder auszuziehen. Oder soll ich sie anbehalten? Also ich will ja nur kurz darauf hinweisen, diese Schuhe sind auch neu. Schuhe darunter. Na gut, also wenn Christian nicht so verwegene Ideen hat wie er hier, dann führ deine Schuhe standesgemäß aus. Wie, jetzt, ihr wollt echt das Konzert ausfallen lassen? Ich würde eben schlagende Argumente. Hatte, ich hoffe, du hast die immer noch. Das will ich dir zeigen. Ach, kommt schon, Leute, das ist nicht euer Ernst. Was hat man davon, wenn man nun Karten spielt und dann ausgerechnet das Traumpaar gewinnt? Wir haben wohl Besseres vor. Die sind überhaupt nicht das Traumpaar. Und ihr erst recht nicht, deswegen geht auch keiner zum Konzert. Tickst du noch ganz sauber? Ich weiß, du bist gefrustet, aber das muss ja wohl echt nicht sein. Ja, Elisabeth von Lahnstein hier. Ich würde gerne mit Ihnen über Emilio Sanchez sprechen. Ja, mir ist bekannt, dass Sie diesen Fall für aussichtslos halten. Ihnen ist doch sicherlich auch bekannt, wie viel Geld meine Familie für Ihre Organisation spendet. Ich wusste, dass Sie vernünftig sein würden. Wie wäre es mit dem Schneiders? Gut. Ja, ich mich auch. Auf Wiederhören.
einfach, was Elisabeth zu dir gesagt hat, okay? Du kriegst den Termin. Ja, das ist doch jetzt egal. Bereite dich einfach noch ein bisschen vor, okay? Elisabeth, kannst du mir mal sagen, was mit dem Mietvertrag für die Produktionshalle ist? Lohnt es sich, dass ich morgen nach München fliege und die ganzen Maschinen lease? Aber natürlich unbedingt. Bist du sicher? Also wenn du das mit dem Mietvertrag nicht hinbekommst, dann müssten wir die ganzen Nähmaschinen für die Weird Fantasy Kollektion im Salon aufstellen. In dem Fall räumen wir lieber deine Suite. Keine Sorge, Tanja, ich habe alles im Griff. Na, hoffentlich. Übrigens, Arno und ich, wir hatten eine richtig gute Idee, Dankeschön, wie wir die Umbauten vereinfachen und dabei den Wert der Immobilie steigern, ohne dass es den Besitzer was kostet. Das klingt überzeugend. Und so, als müsstest du noch die ganze Nacht daran arbeiten. Ach, das macht mir nichts. Und damit alles klappt, fahre ich auch gleich in die Firma. Denk bitte daran, dass senile Bettflucht alleine nicht ausreicht. Du musst das Dossier auch schreiben und abschicken nicht vergessen. Abtropfen lassen, einfach abtropfen lassen. Ausgezeichnet. Clarissa von Anstetten scheint etwas dünnhäutiger zu sein, was Tanjas Anfeindung angeht. Naja, Tanja unterstellt ihr, sie würde Emma benutzen, um sich zu rächen. Das ist ja wohl nicht mehr zu toppen. Ja, das war wohl zu viel für sie. Sie hat sogar geweint. Also, ich weiß, das will bei Clarissa nichts heißen, aber sie hat geweint. Sie hat geweint. Nun ja, wie auch immer, ich muss in die Firma. Schatz. Ja. Es war eine richtige Entscheidung, die Leitung von Linie CL in deine Hände zu legen. Cheers, Captain. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Fregatte Elisabeth auf Grund läuft. Ich packe noch kurz meine Sachen zusammen und dann können wir zu dir. Ja. Hi. Na, alles klar bei euch? Ja, alles super. Okay, was ist los? Hm? Lass uns das abhalten, bringt ja sowieso nichts. Du hast bestimmt auch was anderes vor, oder? Nichts, was ich nicht verschieben kann. Sie sind aber nicht Elisabeth von Lahnstein. Gräfin Elisabeth von Landstedt ist was dazwischen gekommen. Darum hat sie mich gebeten, dass ich mich der Sache annehme. Sie ist sehr dankbar, dass Sie die Betreuung des Antrags übernommen haben. Sie haben ziemlich ähnliche Stimmen. Ich hätte schwören können. Wie lustig, dass Ihnen das auffällt. Tante Elisabeth und ich hören das ständig. Und wo bleibt der junge Mann, um den es geht? Müsste jede Sekunde hier sein. Möchten Sie noch was trinken? Einen Kaffee vielleicht? Ich bin gleich wieder da. Du hast dich von Leonie getrennt, nur weil du nicht willst, dass sie auf dich wartet, während du ins Gefängnis musst? Hat aber nicht geklappt. Mann, die Frau ist sowas von stur. Willst du nicht rangehen? Verdammt noch mal, wo bleibst du denn? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich diesem Asylfuzzi noch sagen soll. Ich hoffe für dich, dass du gleich hier auftauchst. Alter, du musst ihnen die Wahrheit sagen. Dann kann es auch mit der Bewährungsstrafe klappen. Nee, Jo. Das Thema hatten wir doch schon. Und meine Entscheidung steht. Herr Sanchez ist ein sehr guter Freund der Familie Lahnstein. Vor allem, weil man sich immer auf ihn verlassen kann. Es ist überhaupt nicht Emilios Art, sich zu verspäten. Ja, ich bin sicher, dass er gleich auftaucht und eine Erklärung für seine Verspätung hat. Mensch, ich will doch nur nicht, dass du in so einer Zelle versaust, während ich... Also Fertig. Super. Aber bevor wir jetzt zu mir gehen, würde ich unten gern noch einen ausgeben. ich bin dabei. Also. Schön. Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, Emilio ist normalerweise die Zuverlässigkeit in Person. Falls Herr Sanchez noch auftaucht, sagen Sie ihm, dass er sich umgehend bei mir melden soll. Falls Herr Sanchez noch auftaucht, dann braucht er kein Asyl mehr. Dann erwürge ich ihn nämlich.
Das ist so voll das Vogelnest auf dem Kopf. Sieht echt scheiße aus. Was lungerst du hier im Dunkeln rum? Ich lungere nicht, ich wohne hier. Und zahle Miete, während du uns für lau den Sauerstoff wegatmest und den Kühlschrank leer frisst. Verzeihung, erinnere mich doch morgen daran, dass ich die Getränke auffülle. Was hättest du denn gerne? Ein Fläschchen Salzsäure, passend zur Laune? Trink die lieber selber, da muss ich mir wenigstens nicht mehr dein peinliches Quieken anhören. Oh, Daniel, oh, nicht doch. Du versuch's doch mal mit einer Kontaktanzeige. Frustrierte Blondine sucht eigenes Leben. Hobbys, Energiesparen und Spannen. Ich habe dich nicht darum gebeten, dass du hier die ganze WG beschallst wie eine rollige Katze. Du, ich kann ja nicht wissen, dass irgendjemand hier ist. Christian und Olli sind auf dem Konzert und... Du warst das? Aus purem Neid, weil du die Karten nicht bekommen hast? Du bist echt die schlechteste Verliererin der Welt. Ich bin überhaupt keine Verliererin. Wenn ich den Test von Anfang an richtig beantwortet hätte, dann hätte ich nämlich 2 Prozentpunkte mehr als du gehabt. Daniel und ich wären auf 92% gekommen. Das heißt, ich passe viel besser zu ihm als du. Wie, du hast geschummelt? Verstehe, dir ging es gar nicht um die Karten, sondern um Daniel? Oh, du versuchst mir mal wieder meinen Freund auszuspannen. Du miese kleine Schlampe. Du wiederholst dich und deine Argumente werden nicht besser, indem du ständig lauter wirst. Das müsste ich nicht, wenn du mir zuhören würdest. Nehmt doch Platz. Kann ich irgendwie helfen? Ich kann auch rausgehen, falls ich störe. Entschuldige bitte. Ja, du könntest mir sogar sehr helfen, indem du Frau Jäger klarmachst, dass die Bademode noch vor dem nächsten Winter rauskommen muss. Ich meine, sie belegt sämtliche Kapazitäten in der Produktion. Das geht doch nicht. Diese Kapazitäten wurden für meine Kollektion geschaffen. Da war von Bikinis noch gar keine Rede. Das hat sich aber in der Zwischenzeit geändert. Es tut mir leid, Rebecca, aber Frau Jäger hat recht. Aber ich meine... Aber ich arbeite bereits an der Lösung des Problems. Falls man mich lässt. Das ist der Produktionsplan. Inklusive Mietangebot für das Nebengebäude. Mit wenigen Umbauten, die Brandnerbau für uns durchführen wird. Es ist perfekt für deine Kollektion. Ich hoffe, dass ich morgen den unterschriebenen Vertrag in der Tasche habe. Tanja kümmert sich um die Maschinen. Das Team der Näheren steht auch schon. Du kannst also in wenigen Tagen in Produktion gehen. Ja, sofern man mich jetzt weiterarbeiten lässt. Von mir aus gern. Ich habe noch eine Nachtschicht vor mir. Das heißt, wenn dein Anliegen damit geklärt wäre. Entschuldige bitte, dass ich gerade so überreagiert habe. Rebecca? Ja. Alles in Ordnung? Du siehst blass aus. Das sind nur Kopfschmerzen. Anfängerpanik, schätze ich. Ich war gerade bei deiner Großmutter. Sie macht sich große Sorgen um dich. Und ich kann sie verstehen. Ich habe auch eine Familie, für die ich alles tun würde. Das klingt ja super. Sind Sie Pate oder so? Familienoberhaupt passt wohl eher. Timo, du hast meine Schwiegertochter entführt und sie mit einer Waffe bedroht. Aber ich weiß auch, warum du es getan hast. Ach, warum ich das getan habe? Hören Sie mal zu. Diese Tanja ist mir komplett egal, ja? Aber keine Sorge, ich bin sowieso bald im Gefängnis. Dann sind alle zufrieden. Timo, du hast eine Straftat begangen. Ach, Tanja nicht, oder was? Sie hat meinen Du Vater... kannst nicht Unrecht mit Unrecht vergelten. Das ist ein super Spruch. Aus der Bibel, ne? Ich weiß, wovon ich rede. Ich war sehr lange im Gefängnis. Sie? Ja. Wenn du mal eine falsche Entscheidung getroffen hast, musst du nicht unbedingt diesen Weg weitergehen. Ich werd meinen Weg überhaupt gar nicht mehr weitergehen. Weil ich die nächsten Jahre in einer 8 Quadratmeter großen Zelle verbringen werde. Jede Zelle hat ein Fenster, Timo. Ich weiß, was Sie mir damit sagen wollen. Das Leben geht weiter und so, aber wie denn? Du hast Menschen, die dich lieben. Du hast eine Familie. Du hast eine Großmutter, die ihr Leben für dich hergeben würde. Vergiss das nicht. Ich verstehe ja, dass du für Timo da sein wolltest. Aber warum hast du nicht einfach mal angerufen? Weil er die ganze Zeit dabei war.
Timo tut nur wegen Leonie so, als wäre alles easy, dabei geht's ihm richtig mies. Und ich will nicht, dass er denkt, dass ich nur aus Mitleid den Babysitter spiele. Ja, aber eine SMS wäre ja wohl mal drin gewesen. Ich hab's verpeilt. Erst gab's keine Gelegenheit und dann hab ich's vergessen. Vergessen? Sag mal, raffst du's nicht? Es geht hier um deine Zukunft. Jetzt glaubt doch dieser Typ von diesem Verein, dass du bei den Behörden genauso unzuverlässig bist wie bei ihm. Ey, Timo ruiniert sich gerade seine Zukunft nur, um mich zu schützen, ja? Und du laberst mich mit dem Behördenkram zu. Entschuldige mal, dieser Behördenkram entscheidet über deine Zukunft. Glaubst du im Ernst, Timo macht das alles nur, weil er will, dass du abgeschoben wirst? Ist ja okay. Wenn der Typ mich das nächste Mal sprechen will, kriege ich sofort zu Kreuz. Mhm, weil es dir schon längst zu spät ist. Hey, ich krieg das wieder hingebogen. Aber sag mal, du fährst uns doch trotzdem morgen, oder? Bitte, es wäre mir enorm wichtig, dass Timo noch mal Spaß hat, bevor er... Ja, okay. Glaub bloß nicht, ich mach das für dich. Ich fahre euch, weil Timo und Leonie meine Freunde sind. Langt das? Hau noch mal 3 rein. Noch 3? Wundert dich das nach letzter Nacht? Morgen. Ich bin gleich wieder da. Frühstückst du mit? Nee. Jessica, warte mal. Wegen gestern. Sag mal, stimmt das, dass du... Also, stimmt das, dass du in mich verliebt bist und meine Beziehung torpedieren willst? Also eingebildet bist du ja wohl gar nicht, ne? Helena auch nicht und darum glaube ich ihr. Helen hat da was voll in den falschen Hals gekriegt, wie grundsätzlich alles, was ich sage. Mhm. Also ich habe da was falsch gemacht bei diesem Test und dann habe ich ihn halt noch mal gemacht und wir beide hatten da voll die hohe Übereinstimmung. Reiner Zufall. Und Helena hat sich natürlich total aufgeregt und mir gleich irgendwelche Sachen unterstellt. Warum sind dann die Konzertkarten zerrissen? Ja, ich wollte eine haben, weil ich ja die meisten Punkte hatte. Aber Olli und Christian waren total mega zickig und dann bin ich halt sauer geworden und ratsch. Ja, ich will nur, dass alles geklärt ist. Ich bin mit Helena zusammen. Wir sind nur gute Freunde. Sehe ich genauso. Und denk dran, du hast mir was versprochen. Ich weiß, ein blöder Lese- und Rechtschreibkurs. Da werde ich geholfen. Aber es ist mir trotzdem peinlich, wenn die Leute da alle sehen, was mit mir los ist. Hey, den geht's doch genauso wie dir, hm? Deal ist Deal. Und außerdem hast du mir gestern geholfen und das war echt super. Ist ja klar. Elisabeth? Na, wieder mal Ärger bei Linie CL? Ja, das auch. Aber im Moment geht es um diesen Jungen. Welcher Junge? Emilio Sanchez. Das ist doch der Freund von Clarissas Enkel. Wolltest du ihm nicht helfen bei seinem Asylantrag? Ja, das ist leider gründlich gescheitert. Selbst der Asylhilfeverein räumt ihm keine Chance ein. Und Kim, das Mädchen liebt den Jungen. Man sieht es ihr an. Und das macht dir Sorgen? Ludwig, wieso maßen wir uns hier an, über Glück und Unglück anderer Menschen zu entscheiden? Die Welt ist nicht gerecht. Ja, wenn man sich damit abfindet. Was willst du dir noch alles aufhalsen? Du kannst nicht für alles die Verantwortung übernehmen. Der Junge wollte hier ein anderes Leben beginnen. Du, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Er ist intelligent. Er wird es in seinem Heimatland auch schaffen. Hoffentlich hast du recht. Wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid, dann braucht ihr doch was Anständiges zu essen. Ne? So, jetzt ist die ganze Familie komplett. Hallo, Clarissa. Hallo. Raus aus dem Pelzchen. Danke. Ups. Und einmal hier hinsetzen. Auch Chorizo?
Ist das diese fettige Wurst? Nee, danke, mir ist schon schlecht. Aber einen Kaffee nehme ich gerne. Sehr gerne. Ist das ein Traum? Das habe ich mir jede Nacht in der Urhaft schön vorgestellt. Chorizo, Tortilla. Entspannt euch. Momentan bin ich frei. Es steht noch nicht mal ein Prozesstermin. Und die Zeit, die wir noch haben, lassen wir es richtig krachen. Jeden einzelnen Tag, okay? Wie jetzt jeden einzelnen Tag? Also ich will euch zwar nicht überfallen. Vielleicht ist es auch ein bisschen blöd. Aber ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir alle zu dir ziehen würden? Ich meine, du hast jetzt eine Riesenhütte und wir sind eine Familie. Zumindest Restfamilie. Nachdem wir Mama ziehen lassen mussten und du, Jan, und deine Mama wieder in Paris wohnt, da könnten wir ja... Also, ihr könntet mir keine größere Freude bereiten. Gern. Aber ist es dafür nicht ein bisschen zu früh? Ich finde, es ist definitiv zu spät. Du bist entschuldigt. Danke. Wir hatten zwar unsere Differenzen, aber auch du bist von Herzen willkommen. Dann nehme ich's mal als Experiment mit offenem Ausgang. Was sonst? Bingo! Ich wollte dich eigentlich gar nicht drauf ansprechen. Ich habe mitbekommen, wie Jessica sich bei dir bedankt hat, weil du ihr geholfen hast. Und was wollte sie? Bei Jessica gibt es was ihr total unangenehm ist. Und ich habe es zufällig mitbekommen und jetzt ist es ja noch peinlicher. Ich verspreche dir, das hat nichts, aber auch nicht das Geringste mit uns zu tun. Und schon gar nicht mit Sex. Oh, jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Okay, wenn du es unbedingt wissen willst, dann sage ich's dir. Aber ich würde toll finden, wenn du mir vertraust und mich nicht mehr danach fragst. Oh Gott. Aha, guten Morgen. Charlie, guten Morgen. So. Oh. Ach, du bist ja wie eine Mutter zu mir. Ja, also ich muss doch sehr bitten. Mütterlich bin ich nur jungen, hübschen Männern gegenüber. Aber Nachtschicht will belohnt werden. Woher weißt du das eigentlich schon wieder? Jemand, der dich offenbar heute Nacht sehr vermisst hat, hat dieses Power-Frühstück bestellt. Ludwig. Ansgar? Oh Gott, ausgerechnet. Aber du hast übrigens recht. Bei Ludwig beißt Clarissa auf Granit. Ja, sie versucht jetzt auf die Mitleidstour. Sie hat Ludwig tränenreich gebeten, ihrem Enkel Mut zu machen. Ich wusste gar nicht, dass sie Tränen hat. Wenn sie ja was nutzt. Wobei, ihre Sorge um die Familie nehme ich ihr sogar ab. Trotzdem, Ludwig platzt vor Stolz auf dich. Da wird es keine Irritationen geben. Ja, und hiermit kriegen wir endlich die neue Produktionshalle unter Dach und Fach. Dann würde ich sagen, ab ins Bettchen. Oh, nein. Ich muss noch auf den Boten warten. Na, also das kann doch nun wirklich ein Angestellter übernehmen. Oh ja, da hast du eigentlich recht. Frau Grundl? Oh, guten Morgen. Das ist schön, dass Sie schon da sind. Es kommt gleich ein Expressbote vorbei. Bitte geben Sie ihm doch den großen weißen Umschlag, der auf dem Assistenzplatz liegt. Ja? Gut, danke. Man muss auch delegieren können. Ja, muss man. Lecker. Ich bin so müde. Was war das denn? Das nennt man Regen.
Ist aber nicht gerade eine Steinzeithöhle. Dafür sehe ich schon die 2 Neandertaler. Ja, erst mal Navi schrotten und dann sich weigern, nach dem Weg zu fragen. Das muss man erst mal hinkriegen. Somit wäre geklärt, warum die Neandertaler ausgestorben sind. Sag mal, kann ich ahnen, dass denn eine deutsche Software aussteigt, nur weil ich meine alte Adresse in Caracas eingebe? Oh, Leo, das ist ja hier eine komische Kirche. Komm mal her. Hier sind französische Inschriften an den Bänken. Ich komm schon. Eine höhere Macht hat den reuigen Sünder hierher geführt. Ich wollte mich entschuldigen. Bei dir. Dann komm zum Punkt. Dass ich dich versetzt habe, lag nicht daran, dass ich es vergessen habe. Was? Ja, ich hatte einfach Schiss. Du bist mit den ganzen Büchern bei mir aufgelaufen und Lernen, Schule, Prüfung, das lag mir noch nie. Ich hatte einfach Angst. Ja, ich war heute früh bei Gräfin Elisabeth und habe ihr erzählt, wie du dich für mich einsetzt und wie du mir hilfst. Und ja, dass ich es verpeilt habe. Ja, sie hat mir dann so ein Referenzschreiben ausgestellt. Ach, deswegen waren wir vorhin bei diesem Asylverein. Ja, ich wollte es einfach loswerden, ganz straight und schnell. Und was stand da drin? Ja, dass ich an sich ein ganz nettes Kerlchen bin. Und dass, wenn ich hier bleiben darf, ich dem deutschen Staat nicht mehr auf der Tasche liege. Denn ich kann auf Königsbrunn arbeiten. Was? Echt? Das hat dem Typen in einem Verein auch ganz schön beeindruckt. Also ich will jetzt was ändern, nicht? Ich will die Gräfin nicht enttäuschen und dich am allerwenigsten. Ja, bitte? Graf Lahnstein, störe ich? Gräfin Anstetten, ist alles in Ordnung? Ich wünschte, ich könnte es sagen. Ist was mit Timo? Ja, aber ich möchte ungern am Telefon darüber sprechen. Dürfte ich Sie bitten, noch einmal zu mir zu kommen? Liebling, das Exposé. Ja, das Exposé ist fertig. Wir könnten jetzt eigentlich... Justus, wissen Sie, wo mein Mann ist? Bedauere, Gräfin. Der Herr Graf wurde zu einem Termin gerufen. Du reißt dir ein Bein aus, um mir zu helfen und der lässt dich einfach sitzen. Also da wäre ich auch stinkend wütend. Er hat sich entschuldigt und hoch und heilig versprochen, dass er das jetzt ändert. Also, bist du nicht mehr sauer? So, ich werde jetzt deutscher als die Deutschen. Pünktlich, zuverlässig und pflichtbewusst. Die Frage ist nur, ob ich dann noch einen Knasti als besten Freund haben will. Das war nur ein Scherz. Ja, ich weiß doch. Aber wenn ich nur daran denke, dass Leonie und ich uns, was weiß ich, wie oft, nur alle paar Wochen sehen in so einer kleinen Besucherzelle unter Aufsicht, dann... Wenn ich nur wüsste, wie ich Timo helfen könnte. Du bist doch für ihn da. Ja, aber er denkt immer noch, dass er eine Zumutung für mich ist. Ich würde 100 Jahre auf ihn warten. Ey, ihr wartet aufeinander. Das ist eine ganz, ganz große Romantiknummer. Darauf stehen Frauen. So ein Quatsch. Diese ganze treue Nummer, das ist doch nur Kitsch. Das Picknick ist fertig. Einen Moment noch, ich hab gerade eine Erleuchtung. Saat des Zweifels, Öl auf Leinwand, 90 mal 90, Mindestgebot. Verdammt, von mir aus 30 Silberlinge. Hallo. Hier ist der erste Entwurf von dem Gewinnspiel. Frau von Lahnstein möchte, dass die Rechtsanwälte schon mal drüber schauen wegen dem Gewehr oder so. Okay. Zu kurz. Hast du was zu mir gesagt? Nein, über dich. Warum so schlecht drauf? Liegt es daran, dass das Petzen nichts gebracht hat oder an den zweitklassigen Liebestestergebnissen? Wissen Sie, es wird nur einen großen Hauptpreis geben. Eine Reise auf die Seychellen. 5,5 Sterne, 5,5 Wochen. Tanja meint, dass der zweite Platz schon was für Loser ist. Auch wenn es nur 2 Prozentpunkte weniger sein sollten. Tja, als Trostpreis gibt's nur eine Paartherapie oder ein Abo bei einer Partnersuchbörse.
Ja, wie schade, dass du laut Regeln bei dem Spiel nicht teilnehmen darfst. Du, ich spiele nie nach Regeln. Sie haben mich unter falschen Voraussetzungen hierher gelockt. Ich gestehe. Und ich entschuldige mich. Aber einer Einladung wären Sie nicht gefolgt. Nein, ganz sicher nicht. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ihr Gespräch mit Timo hat bewirkt, dass meine Enkel und Senor Mendez zu mir ziehen. Sie lassen keine Gelegenheit aus. Ach, das ist doch mal ein kleines Essen unter Freunden. Ich habe extra für Sie gekocht. Und Ihr Appell an Timo war ein großes Geschenk für mich. Das habe ich gern gemacht. Aber Sie hätten nicht extra für mich kochen brauchen. Probieren Sie es doch erst mal. Also gut. Oh nein. Ist doch nicht euer Ernst, Freunde, oder? Junger Mann, du hast dieses unschuldige Mädchen verführt. Emilio, du bist großartig als Monsignor Matteo. Ich vermisse die gebotene Demut. Wir befinden uns hier schließlich im Haus des Herrn. Der Körper einer Frau ist ein Heiligtum, ein Tempel, den man nicht einfach so betritt wie eine öffentliche Badeanstalt und dann wieder verlässt. Ach so. Timo, ich kann dich gar nicht heiraten. Du hattest schon Sex. Gütiger Herr, verzeih diesen Ketzern. Inzwischen scheint diese heilige Stätte von einem Esel und 2 schnatternden Gänsen bevölkert zu sein. Ruhe! Na also, geht doch. Kommt mal nach vorne, Freunde. Dum, 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 dum. Geht doch. Also, wir haben uns heute hier versammelt, um dieses Paar vor Gott zu vereinen, damit ihre Liebe von einem hellen Stern begleitet wird. Wie ein Schiff in der Dunkelheit soll eure Liebe alle Hindernisse und Klippen umfahren und ewig wehren. Als Symbol eurer Liebe tauscht nun die Ringe, die euch für immer vereinen werden. Willst du, Timo Mendez, die hier anwesende Leonie Richter lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und willst du? Ja, ich will auch. Sorry. Na los, küsst euch schon. Na, endlich. Ich sterbe vor Hunger. Ja, ich auch. Daniel, wegen Jessica. Ich weiß, dass ich dir absolut vertrauen kann, aber trotzdem, ich überlege die ganze Zeit, wobei du ihr geholfen hast und ich stelle mir die furchtbarsten Dinge vor. Dabei ist es total harmlos. Hm? Ja, das sage ich mir auch die ganze Zeit, aber es lässt mir einfach keine Ruhe. Kannst du mir nicht sagen, worum es geht? Jessica hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Was? Ja? Das ist alles? Es ist ihr furchtbar peinlich und sie leidet extrem darunter. Sie hat mich gebeten, niemandem davon zu erzählen. Oh. Ich hab dir ja gesagt, ich sag's dir, wenn du es wissen willst. Aber Ja. Also vielen, vielen Dank nochmal, Arno. Deine Ideen waren wirklich Gold wert. Ja. Oh, entschuldige, Ludwig kommt gerade nach Haus. Ja, das mache ich. Ja, tschüss. Ich habe alles fertig. Die Produktionsstätte ist uns so gut wie sicher. Also, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der Besitzer das Angebot ablegt. Gratuliere.
Na, nach diesem Gewaltakt solltest du dich vielleicht ein bisschen ausruhen. Hm? Ach was, ich bin viel zu aufgekratzt. Und überhaupt dass ich weiß, ob wir den Zuschlag bekommen, kann ich sowieso nicht schlafen. Was hast du denn vor? Ja, das auch. Aber was hältst du davon, wenn wir das Gebäude begehen? Und ich könnte dir die Umbauten erklären, die Arno vornehmen will. Okay. Ja, wunderbar. Und anschließend gehen wir einen Happen essen mit Charlie. Hast du schon gegessen? Ja, geschäftlich. Ach, das macht nichts. Ich habe sowieso keinen Hunger. Komm, wir gehen. Gut. Das mit Leonie und Timo, das war richtig romantisch. Ich glaube, das ist die ganz große Liebe. Ja. Sanchez hier, richtig. Okay. Nein, tut mir leid. Kann ich machen. Vielen Dank. Wiederhören. Das war der Asylhilfeverein. Ich soll Elisabeth von Lanschen ausrichten, dass die am weiteren Spenden ihrerseits nicht interessiert sind. Ja, und weiter? Und weiter, dass sie mir keinerlei Hoffnung auf Asylanspruch machen soll. In Venezuela herrscht nämlich kein Bürgerkrieg. Verdammt die Scheiße! Das heißt, Sie können nicht jederzeit abschieben? Ja, genau das heißt das. Aber so lange werde ich nicht warten. Ich werde abhauen und untertauchen. Denn das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Es gibt noch eine. Heirate mich.